Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video und endlich nach langer Zeit mal wieder zu einem Food Haul und unserer Speiseplanung. Ich habe unseren Wocheneinkauf gemacht, ich habe alles hier neben mir aufgebaut und ich werde euch jetzt zeigen, was ich eingekauft habe, wie viel ich dafür bezahlt habe und vor allem auch, was ich daraus alles kochen möchte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch dieses Video gefallen hat und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr gerne wieder mehr solche Food Hauls sehen möchtet. Wie immer lege ich los mit Obst und Gemüse und ja, ich hatte richtig Lust auf Obst, als ich einkaufen gegangen bin. Deswegen habe ich erstmal so die Klassiker mitgenommen. Bananen, Äpfel, Birnen und dann steht mein Sohn aktuell total auf Mango, deswegen habe ich ihm eine Mango mitgebracht und letztens war absolute Katastrophe, weil wir keine Erdbeeren zu Hause hatten und er unbedingt Erdbeeren haben wollte. Deswegen habe ich ihm jetzt Erdbeeren gekauft und auch ich freue mich schon auf gleich ein leckeres Müsli mit Erdbeeren. Und außerdem eine Packung Himbeeren. An Gemüse habe ich zweimal Paprikamix gekauft. Eine Tüte Möhren. Möhren gehört ja zu dem, was wir eigentlich immer zu Hause haben. Und aktuell unser Gemüsefach ist komplett leer gefegt. Also da ist gar nichts mehr drin. So gut wie ein bisschen Frühlingszwiebel ist noch dran. Dann brauche ich für ein Gericht Brokkoli. Für das gleiche Gericht brauche ich auch Cherrytomaten, beziehungsweise diese hier nennen wir, glaube ich, Datteltomaten. Für ein Gericht brauche ich Pilze, deswegen habe ich eine Packung Champignons gekauft. Und ich möchte auch ordentlich Salat machen, vor allem Gurkensalat diese Woche. Deswegen habe ich dreimal Gurke gekauft. Für den Salat dann auch noch hier den hier, was ist denn das? Romana, genau, Romana-Salat. Und um nochmal so ein extra, ja, so ein paar extra Vitamine reinzukriegen, mache ich auch total gerne in so einen Salat ein bisschen Babyspinat mit rein. Den habe ich auch noch gekauft. Ich mache jetzt mit einer Sache weiter, die jetzt ganz schnell in die Tiefkühltruhe muss. Und zwar Schlemmerfilet. Ich habe ewig kein Schlemmerfilet mehr gegessen und diese Woche ist es soweit. Ich kaufe immer 2 Stück für uns. Machen wir weiter mit Käse. Einmal Feta. Feta war irgendwie im Angebot bei Lidl. Es gibt ja diese App. Und irgendwie war deswegen der normale Feta in Anführungszeichen ausverkauft. Und ich habe den Bio-Feta genommen. Dann einmal Camembert esse ich auch immer sehr gerne aus Brot im Moment. Und eine Packung Gouda. Und auch nicht fehlen bei uns darf Frischkäse. Wie immer Milch. 3 Liter habe ich gekauft. Außerdem habe ich mir angewöhnt, einen von diesen fetten Potten Joghurt zu kaufen, weil ich sehr gerne im Moment Birchermüsli selber mache und das auch schon vorbereite für mehrere Tage. Und ja, dann nehme ich einfach hier so einen Pot. Ich habe jetzt Sahnejoghurt aus Versehen genommen. Das letzte Mal hatte ich ja auch so einen Pot griechischen Joghurt, aber kein Sahnejoghurt, okay. Achso, ich war übrigens bei Lidl. Diejenigen, die sonst meine Food Hauls gucken, wissen, dass ich eigentlich eher so ein Aldi-Einkäufer bin. Aber es gab nämlich was bei Lidl ab heute, das ich gerne haben wollte. Deswegen bin ich heute mal da vorbeigegangen. Dann habe ich noch 3 Päckchen Sahne hier. 2 für ein Gericht und eine kaufe ich immer so für den Notfall. Brot backe ich wie immer wieder selber, aber eine Tüte Brötchen habe ich mitgenommen. Und Wraps. Es soll an einem Tag Wraps geben, womit erzähle ich euch gleich im Anschluss. Gnocchi, es gibt eins meiner allerliebsten Gnocchi-Gerichte. Das Rezept habe ich mal bei Pinterest gefunden und seitdem gibt es das wirklich ja, ständig bei uns, weil ich das einfach so lecker finde. Und für uns, ich kaufe immer 3 Packungen Gnocchi, weil ja, mehr ist mehr. Wir haben noch recht viele Eier, deswegen habe ich jetzt nur eine Packung gekauft. Ich kaufe ja sonst meistens mindestens 2 Packungen. Aber es gab jetzt halt diese XXL-Packungen, da sind auch nochmal 2 Eier extra drin, also insgesamt 12 Stück. Dann, was ich eigentlich gar nicht mehr kaufe, aber jetzt doch für meinen Sohn gekauft habe, ist eine Packung Knuspermüsli. Gab es früher bei mir immer. Ich habe mir das immer Haferflocken mit Knuspermüsli gemischt und dann mit ein bisschen Obst. Aber dann habe ich irgendwann damit aufgehört, weil ich so das süße Müsli da drauf eigentlich gar nicht mehr brauche. Aber ich weiß gar nicht mehr. Ach so, genau. Ich habe meinem Sohn ein Conny-Buch vorgelesen und in diesem Buch haben die Knusperflocken gefrühstückt und er war halt auch direkt, er möchte auch Knusperflocken. Er hat keine Ahnung, was Knusperflocken sind, aber ich habe ihm gesagt, okay, komm, das nächste Mal, wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich die Knusperflocken. Deswegen eine Packung Knuspermüsli. Ich habe hier aber dann jetzt auch die weniger süß Version genommen. 3-mal Thunfisch. Thunfisch gehört auch so zu den Sachen, die wir immer zu Hause haben.
Eine brauche ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich eine oder zwei, nee, ich glaube eine brauche ich für ein Gericht und zwei auch immer für den Notfall, weil so Nudeln mit so einer Thunfisch-Tomatensoße gehört einfach auch so mit zu unseren Notfallgerichten. Wenn wir irgendwie Zeit überbrücken müssen oder so, gibt es immer das, oder nicht immer, aber häufig das. Deswegen haben wir auch immer Thunfisch da. Und wir hatten keine Gürkchen mehr, Katastrophe. Also sowohl für die Kleinen als auch für mich. Deswegen einmal ein Glas Cornichons. Und ich war ewig auf der Suche endlich wieder nach hellem Essig, nach Weißweinessig, beziehungsweise, ja, also einfach weißer Essig, der jetzt kein Tafelessig ist oder so. Und ich wollte auch nicht den super teuren Markenessig immer kaufen, aber die waren halt echt lang ausverkauft, sowohl bei Aldi als auch bei Lidl, meine ich. Jetzt gab es endlich wieder hellen Essig, deswegen habe ich direkt eine Flasche mitgenommen. Ich habe ihn sehr vermisst. Zum Knabbern kaufe ich im Moment echt nicht viel, weil ich das gerade gar nicht so brauche und mein Mann sowieso nicht. Der ist sowieso nicht so der Knabbermax, also der braucht das eigentlich gar nicht, abends auf dem Sofa was zu knabbern. Deswegen habe ich nur eine Sache mitgenommen und zwar eine Tafel Honig, Salz, Mandel. Wie geil klingt das bitte? Ja, deswegen ein bisschen was zum Knabbern muss ja auch sein. Aber wie gesagt, habe ich irgendwie überhaupt nicht gebraucht in den letzten Wochen. Deswegen will ich damit auch gar nicht groß anfangen. Ah ja, das fand ich noch richtig cool. Ich bin im Moment sehr ich gärtner im Moment oder beschäftige mich im Moment ganz gerne mit Pflanzen, sagen wir mal so. Vor allem auch mit Kräutern. Irgendwie ist es mir gelungen, eine Petersilienpflanze aus dem Supermarkt nicht zu töten und sie tatsächlich umzutopfen, richtig in Erde einzupflanzen. Der geht richtig gut, die sieht richtig gut aus. Und da freue ich mich sehr drüber. Und ich habe auch gestern auf dem Balkon so ein bisschen mich mit den Kästen beschäftigt und die wieder ein bisschen schöner gemacht. Jedenfalls fände ich es halt richtig schön, mehr Kräuter selber anzupflanzen. Und da fand ich es richtig cool, als ich das hier dann gesehen habe. Das ist Schnittlauch, so ein Bio-Kräuter-Küchengarten. Es gab mehrere Sorten, aber ich wollte es jetzt auch nicht übertreiben. Ich habe jetzt nur den Schnittlauch. Das ist nämlich was wir irgendwie nie hier haben und Schnittlauch irgendwie auf so ein Brot mit Frischkäse oder so. Ja, stelle ich mir sehr lecker vor. Deswegen bin ich gespannt, ob das klappt. Das war es dann eigentlich auch mit allen Sachen, mit allen Lebensmitteln. Weswegen ich überhaupt zu Lidl gefahren bin, war, dass es dort Auflaufformen gab und wir haben nämlich irgendwie so blöde Formen. Also wir haben halt eine große eckige für Lasagne, die ist perfekt und sonst haben wir irgendwie so komische Halbrunde. Und die sind irgendwie, ja, irgendwie nicht so gut. Deswegen habe ich gesehen, es gibt eckige Auflaufformen bei Lidl und habe diese hier gekauft. Da weiß ich noch nicht genau, ich habe sie im Laden nicht ausgepackt. Das werde ich gleich mal machen und sie mir angucken, wie die so von der Höhe und von der Größe jetzt tatsächlich ist. Hat, glaube ich, 6 € gekostet. Also Preis ist vollkommen in Ordnung und wenn die auch sonst so von allem passt, dann behalte ich die und falls nicht, dann bringe ich die halt gegebenenfalls auch wieder zurück. So, und dann habe ich noch was für unseren Sohn gekauft, nämlich 2 so Beschäftigungsmalbücher, weil wir bald hoffentlich in den Urlaub fliegen und da kann man sowas nicht genug haben. Und zwar einmal Paw Patrol, ein Malbuch, da sind aber auch Sticker drin vorne. Also kann er auch ein bisschen stickern. Und dann einmal noch so ein Mal- und Rätselbuch. Sieht so aus. Generell liebt er Rätsel total. Gerade auch diese hier, wo man so diese Wege nachfahren muss und so und Unterschiede finden. Und das macht er sehr gerne. Da beschäftigt er sich richtig viel mit. Wir haben auch noch welche zu Hause. Aber für den Urlaub, wenn man irgendwie jetzt fürs Flugzeug oder so, schadet es nicht, etwas Neues, etwas komplett Neues, was er noch nie gesehen hat, aus dem Ärmel zu zaubern. Deswegen, habe ich das hier mitgenommen. Aber ich habe jetzt eben auch nochmal auf den Kassenzettel geguckt. Also ich glaube, es stand eigentlich, ich glaube 3 € bei den Büchern dran. Und das war, glaube ich, auch bei 3 €. Und das stand jetzt aber auf dem Kassenzettel mit 4 €. Finde ich einen habbigen Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nun gut. Jetzt haben wir es und ich denke, der Kleine wird sich da auch sehr drüber freuen. Das bringt mich dann nämlich auch zur Frage aller Fragen, was habe ich bezahlt? Und ich muss direkt mal sagen, ich war über Budget bei diesem Einkauf. Ihr wisst ja vielleicht, dass wir immer dass wir ein bestimmtes Einkaufsbudget haben. Da war ich dieses Mal drüber. Aber habe ja auch die Auflaufform für 6 € gekauft und 2 diese Malbücher jetzt für 7 € insgesamt. Das heißt, wenn ich da jetzt diese 13 € runterrechne, dann bin ich tatsächlich dann auch wieder unterm Budget. So, also rein Lebensmittel bin ich unterm Budget geblieben. Insgesamt waren es aber 73 €, die ich bezahlt habe.
Jetzt muss ich ja mal die Tür aufmachen. Und dann kommen wir zum letzten Teil dieses Videos, unser Speiseplan, was ich aus diesen Sachen kochen möchte. Ihr kennt ja meine Herangehensweise, wenn ihr meine Videos schon mal häufiger gesehen habt, dass ich, bevor ich meine Einkaufsliste und Speiseplanung mache, immer erst durch unsere Schränke gehe und gucke, was ist noch da, was kann verwendet werden. Das habe ich auch diesmal gemacht. Deswegen musste ich eigentlich gar nicht so viel nur für die Gerichte einkaufen. Ich möchte erst einmal einen Bulgursalat machen. Das machen wir immer mal wieder sehr, sehr gerne. Wir haben noch Bulgur hier. Da kommt dann einfach dran Paprika, Mais, Gurke und halt alles, was man so da hat. Man kann, wenn man möchte, auch Thunfisch dran machen. Man kann noch Kidneybohnen dran machen. Ja, was man halt alles in so einen Salat schmeißt. Frühlingszwiebeln mache ich auch immer dran. Ich koche auch ein paar Eier und mache die dann oben drauf. Und ich würze das dann einfach mit Olivenöl und Zitronensaft von einer frischen Zitrone, Salz, Pfeffer. Wenn man möchte, kann man ein bisschen Chili dran machen. Machen wir nicht wegen unserem Kleinen. Wobei der, ich ganz ehrlich sagen muss, meistens isst er das eh nie, sondern halt dann nur den Bulgur ohne alles. Oder manchmal machen wir das auch mit Reis, wie Reissalat. Man kann auch Avocado reinmachen. Mache ich jetzt diesmal nicht. Aber ja, also, ne? Ich brauchte halt dafür die Gurke, die Paprika, Thunfisch werde ich eventuell reinmachen und den Rest dafür haben wir noch hier. Dann, ich habe schon gesagt, mein liebstes Gnocchi-Gericht und ich nenne es immer Gnocchi vom Blech. Das sind Gnocchi mit ursprünglich im Rezept stand grüner Spargel. Ich hatte gehofft, dass ich den vielleicht kriege, aber war keiner da. Und wenn es den nicht gibt, dann, oder wenn der zu teuer ist, weil es nicht Saison ist, dann tausche ich den einfach mit Brokkoli aus. Und also Gnocchi, Brokkoli, dafür dann auch die kleinen Tomaten und Feta. Und ich koche den Brokkoli mal kurz vor, genauso wie die Gnocchi. Und dann kommt das alles auf ein Blech. Ich mische das mit ordentlich Olivenöl, ganz viel Knoblauch und ganz viel Kräutern, halt ganz wichtig. Ich mache ganz viel Oregano dran und ganz viel, nicht Petersilie, ganz viel Basilikum, Thymian, also richtig, ballert richtig viel Kräuter da rein. Dann mischt ihr das alles auf ein Backblech, Feta klein schneiden und das halt darauf verteilen und dann nochmal in den Ofen. Das ist der Hammer, sage ich euch. Das schmeckt unfassbar lecker und gehört wirklich zu meinen Lieblingsgerichten. Dann möchte ich ein tunesisches Gericht machen, beziehungsweise ist halt auch eher so ein sommerliches Gericht. Und zwar ist es Tagine mit Salata Meshwaya. Tagine ist wie so eine, so eine Eierspeise. Man könnte es ein bisschen mit einer Quiche vergleichen, aber da ist halt kein Boden aus Teig oder so, sondern man macht das in einer Auflaufform, Eier miteinander, also viele Eier miteinander verquirlen und dann kommt da ein bisschen, also vielleicht kann man es auch eher mit so einer Frittata vergleichen, da kommt nämlich dann auch Kartoffel rein. Man kann das auch mit Fleisch machen, mit Hähnchen, aber wir essen ja kaum Fleisch. Man kann es mit Thunfisch machen, das machen wir beispielsweise manchmal. Dann kommt da auch Käse rein. Ach, siehst du, ich habe Reibekäse vergessen. Das habe ich vergessen, den muss ich noch besorgen. Genau, kommt ein bisschen Käse rein, dann wird das richtig lecker gewürzt und kommt in den Ofen, bis das Ganze dann halt gestockt ist. Und Salata Meshwaya ist halt auch kein frischer Salat, sondern das ist ein tunesischer Salat aus Paprika und ich weiß gar nicht, was da noch alles drin ist, aber das haben wir hier. Das kann man entweder, also viele Tunesier machen das selber, ist mir aber ehrlich gesagt auch ja, zu viel Arbeit. Man kann es aber auch fertig in Dosen oder in Gläsern kaufen und wir haben noch so ein paar Dosen hier. So, das wird es an einem Tag geben und da musste ich außer Eier und Reibekäse eigentlich gar nichts für kaufen. Dann möchte ich Bandnudeln mit Pilzrahmsoße machen. Nudeln machen wir eigentlich immer nur noch selber und mein Mann macht im Moment auch echt viel auf Vorrat. Er hat letztens super leckere Bandnudeln gemacht. Und da möchte ich dann gerne eine Pilzrahmsoße zu machen, dafür die Pilze und die Sahne. Dann Schlemmerfilet, habt ihr gesehen. Ich möchte dazu Ofenkartoffeln und Gurkensalat machen. Ist so ein Wohlfühlgericht, finde ich. Schlemmerfilet, dann so richtig geile Ofenkartoffeln. Oh, ich habe letztens Ofenkartoffeln gemacht, die waren so lecker. Also hier die, nicht diese so eine ganze Ofenkartoffel, wie man sie irgendwie mit Quark oder so kennt, sondern halt so Kartoffelschnitze. Ihr wisst schon, Kartoffelspalten, genau. Und dann, ich würze die nämlich immer gerne mit Hähnchengewürz. Ich habe nämlich eins hier, aber wir essen ja eigentlich, wir essen kein Hähnchen. Und deswegen mache ich das halt ganz gerne an diese Ofenkartoffeln dran. Sau lecker, sage ich euch. Ihr habt sie gesehen, die Wraps. Und zwar möchte ich für diese Wraps Falafel selber machen. Kichererbsen haben wir immer zu Hause. Und für Falafel braucht man ja nicht viel, außer Kichererbsen. Und
das möchte ich selber machen. Also die Falafel, wir haben nämlich endlich mal ein anständiges Küchengerät, mit denen ich die richtig schön klein kriege, die Kichererbsen, um daraus die Falafel formen zu können. Und sonst kommen in die Wraps halt einfach Salat rein und als Soße mache ich da gerne ein bisschen von dem Joghurt. Kann das auch ein bisschen Salz, ein bisschen Kräuter dran. Sau lecker. Und das letzte Gericht für diese Woche ist eine Shakshuka. Und ich weiß nicht, ob euch Shakshuka ein Begriff ist. Auch das ist ja wie so ein Pfannen-Tomaten-Eiergericht. Sehr lecker. Haben wir ewig nicht mehr gegessen und ich habe das auf unserer Rezepteliste gesehen und das war so... Oh ja, Shakshuka, da habe ich Lust drauf. Das isst man eigentlich mit Brot. Also entweder nehmen wir dann halt dafür die Brötchen, die ich gekauft habe, oder von dem selbstgebackenen Brot oder vielleicht kaufe ich dann auch einfach nochmal ein frisches Baguette dazu. Mal schauen. Ich hoffe, der Food Haul hat euch gefallen und die Speiseplanung konnte euch vielleicht ein bisschen inspirieren. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche zum neuen Video wiedersehen und ich sage bis dann. Tschüss!